VW Polo 6 vom Typ AW mit Beats Soundanlage und wie ihr wahrscheinlich wisst, der Bass ist echt mau, obwohl es eine Beats Soundanlage ist und wir bringen die geile Basslösung dafür. Wer unseren YouTube-Kanal verfolgt, der hat ja schon mitgekriegt, dass wir für Beats Soundanlagen bereits viele Ergänzungen und Sound-Upgrades erarbeitet und zur Verfügung stellen. Und genauso haben wir ja jetzt hier unseren Polo mit Beats Soundanlage. Und beim Polo haben wir jetzt tatsächlich festgestellt, das Frontlautsprechersystem, also die Lautsprecher an sich, die Hörlautstärke ist eigentlich ganz gut, aber was tatsächlich fehlt, ist ein Subwoofer. Und auch die Installation der Endstufe, so wie wir es bisher bei Seat immer machen konnten, geht hier überhaupt gar nicht, weil der Platz unter diesem Teil anders gelöst ist wie beim Seat. Da ist eine andere Unterbaumechanik drin, wo wir unsere Sound-Upgrade-Endstufe nicht mehr ordentlich unterbringen können und euch somit auch keine richtige Plug-and-Play-Lösung dafür quasi zur Verfügung stellen können. Deswegen haben wir uns entschieden, in diesem Video beim Polo 6 AW eine reine Subwoofer-Lösung zu machen. Und dazu gehen wir mal zusammen an den Kofferraum. Beim Polo ist es so, wenn man Beats installiert hat, dann haben wir keine runde Reserverad-Woofer-Lösung mehr, sondern eben diese Bassbox mit dem 16 cm Lautsprecher hier integriert. Die Bassbox macht einfach keinen richtigen Bass. Das ist nicht schön und es ist auch eine geschlossene Bassbox und nicht so wie beim Seat, wo man so einen Port aufmachen kann, um aus einer geschlossenen Reserveradkiste auch noch einen Bassreflexport mit rauszumachen, um noch bessere Bässe zu erzielen. Das ist bei diesem Teil alles nicht so einfach möglich. Und beim Seat Beats ist es ja auch so, dass wir grundsätzlich so eine Bassbox von Seat bzw. Beats eben in unserer Reserveradmulde integriert haben. Nur, dass das eben auch ein 16 cm Lautsprecher ist, original. Und wir für euch jetzt sogar hier bereits ein Upgrade anbieten können mit quasi dem gleichen Gehäuse, also mit so einem Gehäuse, aber 20 cm Membran. Und bereits geöffneten Bassport, so dass ihr den Subwoofer bei den Seat Beats Soundsystem einfach austauschen könnt und entsprechend mehr Power erwarten könnt. So, und jetzt haben wir das nächste Problem beim Polo GTI, was unser Fahrzeug hier gerade ist die Batterie sogar in der Reserveradmulde und wir können somit diese Art von Woofer schon gar nicht mehr verwenden. Deswegen machen wir heute eine Vorstellung von einem neuen Subwoofer bei uns im Sortiment, den wir einfach in den Kofferraum stellen und an der Batterie anschließen und auch einen Mega-Bass haben. Weil die meisten von euch mit einer Beats Soundanlage im Polo den Bass vermissen werden, haben wir jetzt hier für euch den Option Pulse 6 Bra. Und Bra heißt Bassreflex aktiv. Das heißt, wir haben hier, da ist sie, eine Endstufe bereits integriert, die ballert richtig her und hier ist auch ein massiver 16 cm Subwoofer integriert in einem echt ultra heavy Gehäuse, welches diese Schwingungen überhaupt erstmal im Zaum hält. Also ihr werdet nicht glauben, wie brutal dieser 16 cm Subwoofer bei euch im Kofferraum abgehen wird. Und weil der eben so klein ist, haben wir uns dafür entschieden, diesen zu verwenden bei diesem Fahrzeug, weil der Kofferraum ja eh schon nicht riesengroß ist, aber der so ganz leicht in der Ecke drin stehen kann und den Rest vom Kofferraum trotzdem noch so frei lässt, aber ihr einen mega Spaß am Bass habt. Im Lieferumfang von unserem Set für den Polo mit der Beats Soundanlage ist natürlich auch eine Pegelfernbedienung mit dabei, damit ihr während der Fahrt direkt den Pegel des Subwoofers lauter oder leiser machen könnt, je nach Lied, welches ihr hört. Und wir haben für den Soundabgriff an der Beats Soundanlage, das machen wir nämlich direkt am Subwoofer, den stecken wir ab, den originalen Beats, den legen wir brach und leiten das Signal um, recht entspannt an unseren Subwoofer dran. Das wird alles nur gesteckt, ihr könnt da gar nichts falsch machen. Und jetzt brauchen wir nur noch für die Stromversorgung sorgen
Und dazu ist dann der V10 Kupfer Kabelkit mit dabei, wo ihr dann im Lieferumfang mit drin habt und den passenden Sicherungshalter. Der wird auch ganz easy so zusammengebaut, wie ihr das hier so seht. Und drin verbirgt sich dann einfach eine 30 Ampere Sicherung und das Ganze ordentlich verbaut, mit Ader-Endhülsen so weit vorbereitet, dass ihr das Ganze im Fahrzeug nur noch anklemmen müsst, was wir jetzt zusammen machen. Übrigens hat unser Option Pulse 6 Bra ein mega geiles Trompetenrohr für die Bassreflexöffnung, damit hier keine Pürstgeräusche stattfinden. Also das ist mega, mega cool gelöst. Und wir haben eine Belastbarkeit von 220 Watt RMS, also nicht nur die Belastbarkeit, die Endstufe bringt 220 Watt RMS für den 16er Subwoofer. Und das gleiche Modell gibt es auch eine Nummer größer, dann heißt es gut, die Stück Option Pulse 8 Bra hat 350 Watt RMS, also noch mehr Leistung, hat natürlich auch so ein Trompetenrohr, fällt ein ganz kleines Stückchen größer aus und hat einen 20 cm Subwoofer drinne. Und ihr werdet es nicht glauben, der macht noch mehr Bass. Im Kofferraum wird der Subwoofer dann so aussehen und diesen Platz in Anspruch nehmen. Ihr seht schon, hier passen jede Menge Sprudelkisten sonst noch rein. Und wem einfach Bass lieb ist, muss vielleicht diese saure Gurke schlucken, dass da was im Kofferraum steht, aber ihr werdet belohnt mit richtig geilem Bass. Wir machen jetzt die Anschlüsse. Die bereiten wir jetzt so vor, dass wir den Subwoofer zum Schluss so hinstellen können und die Kabel von hinten an die entsprechende Position kommen. Und dazu machen wir mal ein paar Teilchen ein bisschen weg. Als erstes können wir ja mal unseren Beats Subwoofer abstecken mit der Zuleitung. Man sieht es recht schnell. Das ist der Anschlussstecker. So, hier sind einfach 4 Kabel dran für 2 Schwingspulen vom Subwoofer. Das braucht euch eigentlich gar nicht weit interessieren, weil wir haben jetzt die passende Adaption drauf und können uns direkt hier andocken, haben somit den Subwoofer lahmgelegt und leiten das Signal von dem Subwoofer an unseren neuen Subwoofer weiter. Das können wir jetzt einfach mal da liegen lassen, das Kabel, weil jetzt brauchen wir nur noch die Stromversorgung. Dazu können wir jetzt den Kunststoffeinsatz hier komplett um die Batterie rausnehmen. Das kann man hier schön nach oben heben und einmal komplett rausnehmen. Jetzt können wir mit 5 Schrauben mit einer 13er Nuss dieses Blechteil komplett entfernen. Den Kunststoffdeckel können wir jetzt abnehmen, auf Seite legen und auch die Klappe hier hinten aufmachen. Und da seht ihr bereits einen Schraubanschluss, auf den wir direkt drauf gehen können und unsere Plus-Stromversorgung hier abgreifen können. Den passenden Masseanschluss finden wir exakt neben der Batterie, auch hier dran mit einer 13er Nuss wieder zu öffnen und können die Masse hier drauf anschließen. Wenn wir jetzt das Pluskabel direkt im Fahrzeug anschließen, ist natürlich in dem Moment sofort Power drauf. Das heißt, hier solche blanken Stellen sind natürlich jetzt mit Plus versorgt und sollten dementsprechend geschützt sein, solange nicht diese Anschlussstelle auch in dem Verstärker vom Subwoofer wieder ist. Deswegen machen wir, solange wir rumwerkeln, die Sicherung in dem Sicherungshalter erstmal raus. Dann haben wir auch nicht irgendwo unnötig Power drauf, wo wir sie noch gar nicht brauchen. Können wir ganz zum Schluss wieder reinmachen, wenn alles verkabelt ist. Die Batteriehalterung können wir jetzt wieder genauso festschrauben, wie sie vorher befestigt war. Achtet bitte darauf, dass der Batteriehalter richtig positioniert ist und die Batterie wirklich mit den Schrauben angepresst wird und auch richtig hebt.
Wer möchte, kann sich noch ein Gewebetape oder auch ein Gewebeisolierband mit dazu bestellen zu dem ganzen Set, um die Kabel noch ordentlich zu befestigen, damit sie ordentlich angebracht sind. Unsere Kabel haben wir jetzt bis zum Subwoofer bereits ordentlich verlegt. Wer das so machen möchte mit dem Eintapen, wir müssen jetzt nur noch die Kabel am Subwoofer anschließen, also Plus und Minus, und unsere Signalleitung. Mehr ist zum Anschluss unseres Subwoofers in dem Fall nicht notwendig. Wir haben noch die Pegelfernbedienung. Die können wir natürlich noch ebenfalls mit anstecken und die Pegelfernbedienung dahin legen, wo es euch am besten gefällt, wo ihr sie vielleicht ab und zu mal rausnehmen könnt, um den Subwoofer entsprechend einzupegeln. Ihr könnt natürlich auch die Pegelfernbedienung ganz weglassen und einmalig hier am Subwoofer an der Endstufe eure Einstellungen vornehmen. Aber das machen wir jetzt auch gleich zusammen. Aber jetzt machen wir erstmal die Kabel fertig dran, machen die Sicherung rein und bringen den Woofer auf Position. Im Lieferumfang liegt auch dieser Molex-Adapter mit dabei, den ihr bitte unbedingt mit in die Molex-Leitung mit einbringen müsst, um es dann anzustecken. Die Polarität berichtigt sich damit durch. Das sind einfach Universalstecker. Wir brauchen an unserem Anschlussstecker für die Aktiv-Panels hier da dran einfach diesen Adapter. Also den mit einstecken, ansonsten läuft euer Subwoofer nicht optimal. Ihr werdet es dann merken. Den dazwischen stecken und alles läuft richtig geil. Jetzt erkläre ich euch nochmal komplett das Schaltpanel von der Endstufe, die in unserem Subwoofer integriert ist. Durch das, dass wir den High-Level-Input nehmen, also das Signal von dem Subwoofer original hier reinfahren, ist es möglich, dass wir kein Remote mehr extra brauchen, also nur Plus und Minus und eine Remote-Leitung zum Anschalten der Endstufe überhaupt gar nicht benötigt wird. Aber wir müssen dafür sorgen, dass der Auto-Start-Schalter auf On gedrückt ist. Wenn der auf Off ist, also hier rauskommt, dann brauche ich tatsächlich die Remote-Leitung. Also automatisch starten, Auto-Start drücken. Das nächste ist natürlich unser Gain. Den Gain-Regler, den können wir jetzt hier genau einstellen auf Maximum oder auf 3/4. Das könnt ihr euch anhören, wie ihr möchtet. In der Regel ist es so, dass ihr erstmal das Autoradio ziemlich laut aufdreht, also so ungefähr 80 bis 90%. Und dann von ganz links Anschlag erstmal ganz langsam aufdreht und euch das nach und nach anhört, wo euer Maximalpegel sein soll, der durchaus auch bis maximal gehen kann, weil euer Autoradio original von Werk ab eine Subwoofer-Pegelregelung drin hat. Das heißt, ihr könnt den Pegel sowieso wieder zurücknehmen, wenn euch das zu viel sein sollte. Der Bass-Boost sorgt dafür, dass bei leiseren Lautstärken mehr Bassanteil mit drin ist. Da könnt ihr selber auch ein bisschen variieren. Ich würde diesen Drehregler nicht allzu sehr aufdrehen, sonst klingt der Bass auch schnell mal recht waschig. Die Crossover, also die X-Over mit 50 bis 150 Hertz, könnt ihr relativ weit unten anwählen. Der Bass macht extrem viel Bass, auch wenn der ganz nach links gedreht ist bei 50 Hertz. Je weiter ihr den nach rechts dreht, Richtung 150 Hertz, kann der auch mal schnell dröhnig klingen. Also lasst den eher so auf der linken Seite bei 50 Hertz oder so gefühlt 60 bis 80 Hertz ist sicherlich eine gute Wahl. Die Phase dieser Schalter ist sehr, sehr wichtig,
weil wir hier unseren Subwoofer an unser Front- bzw. Hecklautsprecher anpassen, welche ja auch Bass machen. Damit die zum gleichen Zeitpunkt den Bass machen und nicht sich gegenseitig auslöschen, gibt es tatsächlich diesen Phasenschalter von 0 auf 180 Grad. Ihr hört euch im Fahrzeug einfach an, wie euch der Bass besser gefällt. Ihr werdet sofort merken, wenn der falsch rum eingestellt ist, dann habt ihr eher anteilig weniger Bass. Wenn er richtig eingestellt ist, habt ihr tatsächlich auch den entsprechenden Basszuwachs. Also ihr kommt ganz schnell drauf, wie der Phasenschalter richtig gesteckt sein muss oder geschalten sein muss. Die Slope, das ist die Flankensteilheit von unserem Filter hier von 50 bis 150 Hertz. Den könnt ihr gern sehr steil flankig lassen, also mit 18 dB. Allerdings müsst ihr auch darauf achten, dass dann die Phase eventuell wieder korrigiert werden muss, falls ihr die zuerst eingestellt habt. So eine Veränderung in der Flankensteilheit bringt wieder eine Phasenverschiebung mit sich. Also bitte immer hier in Kombination arbeiten. Ansonsten würden wir jetzt hier noch eine Cinch-Eingangsleitung sehen, die wir jetzt nicht benötigt haben. Für alle Nachrüst-Autoradios, die eine Cinch-Leitung haben, einen Cinch-Ausgang für einen Subwoofer, könnten wir da dran anschließen. Aber ansonsten sind wir mit dem Anschluss und mit dem Einstellen des Verstärkers soweit auch fertig. Das mit der Pegelfernbedienung, das ist mir nochmal ein kurzes Anliegen. Ich glaube, das habe ich gerade eben nicht so gut rübergebracht. Für alle, die eine Beats Soundanlage genauso in diesem Polo hier ergänzen, wie wir das in diesem Video machen, die können natürlich den Pegel jederzeit übers Autoradio laut und leise machen, und zwar exakt nur vom Subwoofer. Die brauchen diese Pegel-Regeleinheit überhaupt gar nicht an der Endstufe anzuschließen. So, und für alle, die das anders machen möchten, nur diesen Woofer geil finden und normale Abgriffe im Fahrzeug machen, wie man das mit Aktiv-Subwoofern so macht, die brauchen eventuell so eine Pegelfernbedienung für jeden, der das einfach cool findet und das selber während der Fahrt regeln möchte. Leute, kommen wir zum Soundcheck. Und jetzt muss ich euch vorher noch mal was sagen. Und zwar haben wir das Ganze jetzt in den GTI eingebaut mit der Batterie im Kofferraum. Falls ihr dieses Konzept geil findet und ihr sagt, auf meine Beats möchte ich genau das auch so adaptieren, könnt ihr das machen. In dem Kabelkit ist auch ein 5 Meter langes Powerkabel drin für alle, die die Batterie nicht im Kofferraum, sondern im Motorraum haben. Da müsst ihr euch dann selber ein bisschen erkunden, wie komme ich in den Motorraum rein. Haben wir auch ganz viele Videos bereits schon über sowas gemacht. In dem speziellen Fall haben wir es für den GTI gemacht mit Beats Soundsystem, die Kombination. Und jetzt hören wir halt einfach mal kurz rein, was hier so passiert, wenn wir einen mega geilen Subwoofer haben. Und der hat's echt in sich. Gerade also ihr merkt schon, jetzt wird schon lauter hier drin, aber der Bass, der arbeitet jetzt im Keller und holt gerade Bier hoch, aber massiv. Also das ist überhaupt kein Vergleich zu Original. Da war nämlich von Tiefbass eigentlich gar nichts zu spüren. Und jetzt habt ihr gerade bei Hip-Hop, bei House Music, alles, was jetzt untenrum ein bisschen Bass und Spaß macht, genau das haben wir jetzt. Und zwar bei leiseren Lautstärken und auch bei hohen Lautstärken. Also es ist extrem laut schon. Also das ist schon echt krasser Scheiß, wie viel mehr Bass da drin steckt. Und ich kann euch das mal ganz kurz an einem Screenshot zeigen. Den habe ich nämlich gerade ausgemessen. Und da seht ihr bei mittleren Hörlautstärken, also das ist eigentlich schon relativ gute Hörlautstärke, haben wir diese gelbe Linie. Das ist die Originale mit dem Beats Subwoofer. Und die grüne Linie ist die mit dem neuen Puls 6 Bra Subwoofer. Und da seht ihr tatsächlich diesen Gap im Bassbereich unterhalb von 80 Hertz, eigentlich schon bei 125 Hertz tieferwärts, haben wir fast überall 8 dB mehr Power drauf. Das heißt, mehr als doppelt so viel Hörlautstärke im Bassbereich drin. Also das ist enorm. Und wenn man das Ganze sich mal anschaut, was passiert, wenn man es bei maximaler Hörlautstärke, da haben wir tatsächlich dann die blaue Linie, das ist die originale Beats, und die rote Linie ist die von unserem Puls 6 Bra.
Und da seht ihr diesen Gap im Tiefbassbereich. Unterhalb von 50 Hertz haben wir mindestens 6 dB mehr Leistung bei 50 Hertz und alles, was drunter kommt, eigentlich uferlos viel mehr Leistung. Also ihr seht diesen Riesensprung zwischen der roten und der blauen Linie im Tiefbassbereich und das ist daran ja schon extrem deutlich zu sehen und genau das hört ihr auch. So, und das war's mit unserem Bassvideo für das Beat Soundsystem für unseren Polo 6. Und für alle, die natürlich ein größeres Auto haben oder auch in diesem Fahrzeug noch mehr Bass haben möchten, für den gibt es natürlich den gleichen Kit als Puls 8 Bra mit der 20 cm Membran. Das Gehäuse fällt ein bisschen größer noch aus, aber passt eigentlich auch problemlos in jeden Kofferraum mit rein und lässt sich genauso anschließen wie wir jetzt in diesem Video es gezeigt haben. Also ist up to you, für wie viel Bass ihr euch entscheidet und was ihr nachmachen möchtet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.